Gustave Le Bons Psychologie der Massen ist ein Klassiker der Sozialpsychologie, der vor 130 Jahren erstmals erschien und bis heute relevant ist. Le Bon untersucht darin, wie Individuen in einer Masse ihr Verhalten und Denken verändern und welche Dynamiken kollektive Prozesse prägen. Das Werk liefert wertvolle Einsichten für das Verständnis sozialer Bewegungen, politischer Dynamiken und medialer Phänomene. Es geht um Populismus, Manipulation, Massenhysterie und Propaganda. Gustave Le Bon, ein französischer Arzt, Anthropologe und Soziologe, veröffentlichte Psychologie der Massen in einer Zeit des Umbruchs. Ende des 19. Jahrhunderts prägten Industrialisierung, Urbanisierung und politische Unruhen Europa. Die Französische Revolution und die Pariser Kommune von 1871 hatten gezeigt, wie Massenbewegungen gesellschaftliche Ordnungen erschüttern konnten. Le Bon war fasziniert, aber auch besorgt über die Macht der Massen, die er als irrational und potenziell gefährlich ansah. Demokratie nahm er als Herrschaft der unkontrollierten Massen wahr. Im Sozialismus, der im 19. Jahrhundert aufkam, sah er eine Gefahr, da er die Gesellschaft in eine uniforme Masse verwandeln könnte. Diese Kritik wurde später auch auf Kollektivismus und Ideologien wie Nationalsozialismus oder Kommunismus angewandt. Die Kernaussage von Le Bons Werk lautet: Wenn Individuen Teil einer Masse werden, verlieren sie ihre Individualität und Rationalität. Sie verschmelzen zu einer kollektiven Massenseele, die durch Emotionen, Instinkte und vereinfachte Denkweisen gesteuert wird. Le Bon argumentiert, dass Massen leicht beeinflussbar sind und sowohl zu heroischen als auch zu destruktiven Handlungen fähig sind. Sein Werk ist weniger eine empirische Studie als vielmehr eine theoretische Reflexion, die auf Beobachtungen und historischen Beispielen basiert. Psychologie der Massen wurde ein Bestseller und Longseller, der die Sozialwissenschaften, aber auch Propaganda und Marketing nachhaltig beeinflusste. Eine Masse ist für Le Bon nicht einfach eine Ansammlung von Menschen, sondern eine psychologische Einheit, die sich grundlegend vom Individuum unterscheidet. Sie ist durch eine gemeinsame Idee oder ein gemeinsames Interesse verbunden. In der Masse verliert das Individuum Teile seiner Persönlichkeit und geht in einer Massenseele auf. Der Einzelne wird Teil eines kollektiven Bewusstseins. Dieses Bewusstsein ist gekennzeichnet durch Irrationalität und Anonymität. Massen denken nicht logisch, sondern reagieren emotional und impulsiv. Massen sind leichtgläubig und intolerant. Sie neigen zu extremen Meinungen und handeln oft ohne Rücksicht auf langfristige Konsequenzen. Ihre Emotionen sind heftiger und ihre Stimmung kann schnell umschlagen. Das eingeschränkte Urteilsvermögen von Massen zeigt sich besonders deutlich im Phänomen der Massenhalluzination. Wenn eine Person in der Masse etwas glaubt, überträgt sich diese Wahrnehmung auf die gesamte Gruppe, obwohl sie falsch ist. Dies macht Massenmitglieder vor Gericht zu unzuverlässigen Zeugen. Die Dynamik der Masse beeinflusst das Urteilsvermögen. In der Masse gleichen sich die Individuen an, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft oder Bildung. Der Einzelne ist nicht mehr er selbst. Er ist ein Automat geworden, dessen Betrieb sein Wille nicht mehr in der Gewalt hat. Die Anonymität in der Masse führt zu einem Verlust von Verantwortungsgefühl. Der Einzelne gibt den Verantwortungsdruck seines privaten Lebens ab, da in der Masse das Schamgefühl und die moralischen Hemmungen aufgehoben sind. Massen können riskantes oder aggressives Verhalten fördern. Die Massenseele macht Menschen primitiver, emotionaler und impulsiver. In den Massen verlieren die Dummen, Ungebildeten und Neidischen das Gefühl ihrer Nichtigkeit und Ohnmacht. An seine Stelle tritt das Bewusstsein einer rohen, zwar vergänglichen, aber ungeheuren Kraft. Gleichzeitig können Massen durch gemeinsame Ideale zu außergewöhnlichen Leistungen inspiriert werden, etwa in Revolutionen oder religiösen Bewegungen. Le Bon beschreibt Massen als emotional und irrational. Sie nehmen Ideen entweder vollständig an oder lehnen sie rigoros ab, ohne Diskussion oder Widerspruch zuzulassen. Ihre Gefühle sind extrem. Zuneigung wird zu Anbetung, Abneigung schlägt schnell in Hass um. Besonders auffällig ist die Bereitschaft, sich für ein suggeriertes Ideal zu opfern. Dieses Verhalten erklärt Le Bon mit dem religiösen Gefühl, einer besonderen Form der Überzeugung, die Massen antreibt. Dieses Gefühl zeichnet sich durch einfache Merkmale aus.
Die Verehrung eines höheren Wesens, sei es ein Gott, ein Held, eine politische Idee oder ein charismatischer Anführer. Die Furcht vor dessen Macht, die blinde Unterwerfung unter seine Vorgaben, die Unfähigkeit, diese Überzeugungen kritisch zu prüfen, sowie der Drang, sie zu verbreiten und Andersdenkende als Feinde zu betrachten. Ob dieses Gefühl auf eine Gottheit, ein Idol oder eine Ideologie gerichtet ist, es bleibt religiös, geprägt von einem Glauben an das Übernatürliche und Wunderbare. Historische Beispiele verdeutlichen die Wirkung dieses Gefühls. Napoleon wurde 15 Jahre lang wie ein Gott verehrt, mit Anhängern, die bereit waren, für ihn zu sterben. Das römische Kaiserreich hatte nicht durch militärische Gewalt über 5 Jahrhunderte Bestand, sondern durch die religiöse Verehrung des Kaisers als Gott. Solche Beispiele verdeutlichen, dass Massen nicht durch Vernunft, sondern durch emotionale Hingabe gesteuert werden. Das religiöse Gefühl bringt oft Unduldsamkeit und Fanatismus mit sich. Sowohl die Jakobiner der Französischen Revolution als auch die Inquisition waren von einem tiefen Glauben an ihre Ideale getrieben, der sie zu grausamem Eifer führte. Politische oder soziale Überzeugungen müssen laut Le Bon eine religiöse Form annehmen, um von Massen akzeptiert zu werden und sie vor kritischer Prüfung zu schützen. Charismatische Führer nutzen dieses Prinzip, indem sie einfache, emotionale Bilder schaffen und durch Wiederholung verbreiten, um Massen zu fanatischen Anhängern zu machen. Historische Umwälzungen wie die Reformation, die Bartholomäusnacht oder die Französische Revolution wurden nicht von Herrschern allein ausgelöst, sondern entsprangen der Massenseele. Selbst die mächtigsten Gewaltherrscher können solche Ereignisse nur beschleunigen oder verzögern. Die treibende Kraft hinter allen politischen, sozialen und religiösen Bewegungen bleibt die kollektive Dynamik. Auch heute sehen wir in sozialen Medien oder populistischen Bewegungen, wie einfache Narrative und charismatische Figuren Massen mobilisieren, oft mit quasi religiösem Eifer. Massen brauchen Götter oder Idole, um sich zu vereinen. Für die Massen muss man entweder ein Gott sein oder man ist nichts. Führer wecken in Massen ein religiöses Gefühl, das Anbetung, blinde Unterwerfung und Unduldsamkeit gegenüber Andersdenkenden erzeugt. Dieses Gefühl macht Massen bereit, sich für ihren Führer oder seine Idee zu opfern. Die Führer sind selbst von einer Idee besessen und übertragen ihre Überzeugung auf die Masse. Sie müssen absolut von ihrer Idee überzeugt sein, da Zweifel ihre Wirkung schwächen. Die Beschränktheit eines Führers, das Fehlen komplexer Reflexion, verstärkt seine Überzeugungskraft. Massen folgen charismatischen Anführern, ohne deren Ideen kritisch zu hinterfragen. Führer gewinnen ihre Autorität durch persönliche Ausstrahlung oder durch Symbole wie Titel, Uniformen oder Heldentaten. Dieses Prestige macht sie für die Masse unantastbar. Le Bon beschreibt 3 zentrale Techniken, mit denen Führer Massen beeinflussen. Eine einfache, klare Idee wird ohne Beweis aufgestellt. Sie muss in die kulturellen Vorstellungen der Masse passen, um akzeptiert zu werden. Dazu später mehr. Dann wird die Idee so lange wiederholt, bis sie als Wahrheit gilt. Le Bon schreibt: Die Behauptung hat aber nur dann wirklichen Einfluss, wenn sie ständig wiederholt wird, und zwar möglichst mit denselben Ausdrücken. Napoleon sagte, es gebe nur eine einzige ernsthafte Redefigur, die Wiederholung. Ideen, Gefühle, Glaubenslehren verbreiten sich in der Masse wie ein Virus, bis die gesamte Masse überzeugt ist. Der Mechanismus der Ansteckung ist in heutigen digitalen Kontexten besonders gut sichtbar. Bewegungen wie MeToo oder die Verbreitung von Fake News zeigen, wie schnell sich Ideen in virtuellen Massen, zum Beispiel sozialen Medien, verbreiten. Algorithmen verstärken diese Dynamik zusätzlich. Verschwörungstheorien, Cancel Culture oder Online-Mobs zeigen die heutige Dynamik digitaler Massen. Die Macht von Führern liegt weniger in physischer Gewalt als in ihrer Fähigkeit, die Massenseele emotional zu erfassen und zu beeinflussen. Massen sind anfällig für einfache, suggestive Botschaften. Sie reagieren stärker auf Bilder, Geschichten und Emotionen als auf Logik oder Vernunft. Führer lenken durch rhetorische Mittel und starke Bilder die Masse. Sie nutzen eine einfache emotionale Sprache und starke Bilder, um die Massenseele zu erreichen. Begriffe wie Freiheit oder Gleichheit wirken durch ihre emotionale Aufladung, nicht durch Logik oder Vernunft. Massen wissen oft gar nicht, was die Begriffe bedeuten.
Nicht nur echte Bilder, sondern auch die geschickte Anwendung von Worten und Redewendungen, sogenannte sprachliche Framings, wecken Emotionen und beeindrucken die Massen. Selbst Lügen können Massen beeinflussen, wenn sie oft genug wiederholt werden und ein starkes Bild erzeugen. Der Propagandaleiter des Dritten Reichs, Joseph Goebbels, sagte später, wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende glauben. Religiöse und politische Bewegungen sind laut Le Bon nur durch das Verständnis dieser Mechanismen erklärbar. Auch heute dominieren in politischen Kampagnen oder sozialen Medien einfache, oft falsche Narrative. Damit neue Ideen in einer Masse akzeptiert werden, müssen sie in den bestehenden kulturellen Vorrat passen. Le Bon unterscheidet langlebige Vorstellungen von kurzlebigen Moden oder politischen Ideen. Eine neue Idee muss einfach und emotional ansprechend sein, um von der Masse aufgenommen zu werden. Komplexe oder abstrakte Konzepte scheitern oft. Le Bon verwendet den Begriff Rasse, der damals mit Kultur oder Herkunft gleichgesetzt wurde, um zu erklären, wie das Verhalten von Massen durch ihre kulturelle Prägung bestimmt wird. Eine starke, kohärente Kultur macht Massen widerstandsfähiger gegen Manipulation, da sie ein moralisches Grundgerüst bietet. In Zeiten kultureller Zersplitterung oder Krise werden Massen jedoch anfälliger für Beeinflussung. Besonders in Katastrophensituationen oder bei Protesten gegen Missstände zeigt sich die von Le Bon beschriebene Dynamik von Ansteckung und kollektiver Emotionalität. Le Bons Werk ist umstritten. Le Bon betrachtet Massen herablassend als irrational und primitiv, während er das Individuum idealisiert. Diese Sichtweise spiegelt seinen konservativen Standpunkt wider. Seine Thesen basieren auf Beobachtungen, nicht auf wissenschaftlichen Studien, was die Verallgemeinerbarkeit einschränkt. Moderne Sozialpsychologie zeigt, dass Gruppenverhalten komplexer und nicht immer irrational ist. Theorien wie die der sozialen Identität bieten differenziertere Erklärungen. Le Bons Angst vor der Masse ist stark von seiner Zeit geprägt und nicht uneingeschränkt auf moderne demokratische Gesellschaften übertragbar. Le Bon sieht Wähler als manipulierbar, was die Frage aufwirft, wie Demokratie funktionieren kann. Seine Skepsis gegenüber der dummen Masse steht im Spannungsfeld zur Volkssouveränität. Gustave Le Bons Psychologie der Massen ist ein zeitloses Werk, das die Dynamiken von Populismus, Propaganda und kollektivem Verhalten beleuchtet. Seine Konzepte der Massenseele, Ansteckung und charismatischen Führung sind auch heute in sozialen Medien, politischen Bewegungen und Krisen relevant. Le Bon fordert uns auf, die Mechanismen der Massenbeeinflussung kritisch zu hinterfragen. In einer Zeit, in der Manipulation durch Bilder, Emotionen und Algorithmen allgegenwärtig ist, bleibt sein Werk ein Weckruf für kritische Distanz und Selbstbestimmung. Wenn du meine Arbeit unterstützen und deine philosophischen Kenntnisse vertiefen möchtest, schau gerne im Shop vorbei. Dort findest du Zusammenfassungen, Prüfungsfragen, Unterrichtsmaterialien sowie die Skripte und Folien zu meinen Videoreihen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!